Insolvenzen sind in Mode, so der Anschein auf vielen Einkaufsmeilen in Hessen. Ich finde es sehr schade, dass die Innenstädte aussterben. Ich denke mal, wir leben in einer Zeit, wo es komfortablere Lösungen gibt dafür. Und ja, der Onlinehandel übernimmt halt. Ne? Ist der stationäre Handel tatsächlich chancenlos gegen Online? Also der stationäre Handel allein kann so nicht mehr bestehen. Ja, man muss wirklich viel auf Social Media machen. Diese Zeiten, wo die Sachen einfach auf den Bügeln im Laden aufgehängt worden sind, sind einfach vorbei. Es ist auch eine neue Generation entstanden. Max will wissen, was muss der stationäre Einzelhandel heute leisten und wie können Insolvenzen helfen, wieder wettbewerbsfähig zu werden. Erst online, dann die Pandemie. Jetzt machen Inflation und hohe Kosten Händlern und Herstellern das Leben schwer. Pieck und Cloppenburg, Esprit, Kaufhof, Karstadt, Görz, Reno und ganz aktuell Hallhuber. Die Modebranche steht seit Jahren unter Druck. Die Innenstädte hätten unterstützt werden müssen, das ist nicht passiert. Jetzt kommt die Quittung. Wenn ich shoppen gehe, ist egal wohin. Aber ich bin grundsätzlich auf Online umgestiegen, weil es einfach einfacher ist. Man muss sie nicht anstellen, warten. Und so meldeten in diesem Jahr bereits 32 Unternehmen Insolvenz an und sind somit nicht mehr zahlungsfähig. War es früher oft die blanke Not, die die Händler in die Insolvenz trieb, ist es nun oft Kalkül. Zwar ist man in einer Insolvenz nicht mehr handlungsfähig, aber Firmen könnten sich kostengünstig sanieren und sich damit Vorteile gegenüber der Konkurrenz verschaffen, sagt der Anwalt für Insolvenzrecht Sebastian Knapp. Wenn Sie die Sanierungsinstrumente der Insolvenzordnung nutzen wollen oder vielleicht auch in der jeweiligen wirtschaftlichen Situation nutzen müssen, ist es natürlich ein absoluter Vorteil. Und dann ist es auch durchaus ein Wettbewerbsvorteil gegenüber denjenigen, die diese Instrumentarien gerade nicht nutzen. Denn eine Insolvenz bietet durchaus auch Vorteile. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt die Personalkosten für bis zu 3 Monate. Sonderkündigungsrecht bei Mietverträgen, so das Filialnetz verkleinert werden kann. Und es gibt Sonderkündigungsrecht bei Mitarbeitern. Habe sich ein Unternehmen neu aufgestellt, sei es wichtig, eine Zielgruppe zu definieren und die Marke entsprechend neu auszurichten, sagt Achim Berg, zuständig für die Modebranche bei der Unternehmensberatung McKinsey in Frankfurt. Also per se sind die Unternehmen erfolgreich, die natürlich sozusagen relevant sind als Marke und auch sozusagen in die Marke investiert haben, die die Trends entsprechend erkannt haben und die es auch wieder schaffen, jede Saison das richtige Angebot zu liefern. Modeeinkauf ist letztlich Entertainment. Genau deshalb haben kleine Modegeschäfte einen Vorteil. Sie können schneller auf die Wünsche ihrer Kunden reagieren. Was die heute wollen, zeigt uns Violetta Kupic. Seit 18 Jahren arbeitet sie selbstständig im Modebusiness. Durch Corona haben wir irgendwann gemerkt, dass ich die Kundinnen einfach animieren muss. Ich nutze einfach Sozialmedia, Instagram, Facebook, TikTok sogar. Ja, das sind ganz andere Kundinnen auch und versuche ich einfach ein Live-Shopping-Erlebnis für meine Kundinnen zu geben. Und das sieht so aus. 20 €, das ist, glaube ich, mega Preis. Neben ihren stationären Geschäften präsentiert Violetta ihre Neuzugänge auch in einem Live-Shopping auf Instagram. Sie zeigt verschiedene Kombinationen. Es kann direkt bestellt werden. Ihre Kunden schauen und bestellen mittlerweile weltweit. Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg. Also letztens hat sich während meiner Live-Shopping auch 2 Frauen aus Amerika gemeldet. Auch wenn sie mit dem Live-Shopping aktuell große Erfolge feiert, auf ihren Laden möchte Violetta nicht verzichten. Auch Iris Gilbert aus Bruchköbel fährt mehrgleisig, denn stationär alleine reicht nicht mehr. Seit 14 Jahren betreibt sie den Second-Hand-Laden Kleiderkiste. Wenn man das so ein bisschen vergleichen will, ist das wie die ältere Generation hat ja viel auf Shoppingkanälen geshoppt und hat sich da entertainen lassen oder inspirieren lassen. Und heutzutage sind es halt die sozialen Medien. Auf Instagram stellt Iris Woche für Woche ihre Neuzugänge vor. Wer nicht in den Laden kommen kann, bestellt über die sozialen Medien. Ihre Reichweite wächst. Mittlerweile verschickt sie deutschlandweit.
ist einfach auch die neue Generation, so zu shoppen und sich so Inspirationen zu holen. Da geht man nicht mehr irgendwie ins Geschäft und guckt sich 10 dunkelblaue Daunenmäntel an oder dunkelblaue Kleider, sondern man möchte gerne wissen, wie sieht dieses Kleid an der Person aus oder wie würde mir dieses Kleid stehen. Violetta und Iris haben das geschafft, was vielen Großen noch nicht gelungen ist, sowohl on- als auch offline die Kunden in Kauflaune zu halten. Also man musste sich schon immer neu erfinden in der Modewelt, quasi jede Saison. Und natürlich ist auch das Verkaufserlebnis einer Veränderung unterliegend. Doch Insolvenzverwalter Sebastian Knapp ist zuversichtlich, mit dem richtigen Konzept werden einige Insolvente, große Marken, wieder in das Modekarussell einsteigen. Wenn es gelingt, die besonderen Sanierungsinstrumente der Insolvenzordnung effizient zu nutzen und Voraussetzung ist eine gute Verfahrensvorbereitung und auch eine idealiter frühzeitige Verfahrenseinleitung. Wenn man diese Instrumente auf der Basis nutzen kann, dann wird man in aller Regel eine sehr gute Grundlage dafür schaffen, dass das Unternehmen auch in Zukunft wieder erfolgreich am Markt agieren kann. Fazit: Das Modegeschäft wird immer herausfordernder. Viele insolvente Marken suchen nach neuen Strategien. Einige wenige Mode- und Textilunternehmen mit hoher Marktmacht dürften künftig dann wieder das Bild der Innenstädte dominieren.